Ich werde ein bisschen switchen zwischen Deutsch und Englisch, wenn das recht ist. Der Peter Ludwig wird mir dann auch noch helfen gleich. Aber wir haben gedacht, dass wir das wirklich so anlegen, dass George uns ein bisschen den Überblick gibt über die aktuellen Ereignisse auch im juristischen Bereich dort drüben und auch was 5G in Amerika und das Rollout dort drüben anbelangt, einen Überblick gibt über Amerika und die Verhältnisse dort. Dann hat er noch ein weiteres Projekt, was er kurz vorstellen will, was wahrscheinlich auch nach Europa überschwappen könnte. Also recht spannende Informationen erwarten uns da. Und ich hatte mit Peter eigentlich gedacht, dass wir dann das Feld freigeben zur Diskussion mit George. Ja, das wäre ganz gut, dass Sie George Fragen stellen nachher und dass wir ins Gespräch kommen. Wir haben geplant etwa 30 Minuten. 30 Minuten. 30 Minuten. Und George wird zunächst zu uns sprechen. Ja? Ja? Ja. Und dann haben wir Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit ihm, wenn Sie möchten. Ja? Okay. So, let's start. Thank you so very much, Dr. George Carlo, to be with us here in Düsseldorf. It's a great pleasure. Last time we saw you like this is in Mainz in 2019. Wir haben uns in Mainz 2019 getroffen. Also wir haben ihn zuletzt in Mainz dabei gehabt. 2019. We saw him in 2019 in Mainz. And George und ich, wir haben einen Film gemacht. Thank you for calling. George and I Da geht es um einen großen Prozess, made a film. mehrere Gehirntumorfälle. Der wurde jetzt im September wieder aufgenommen, der Prozess, eben auch Corona-bedingt verzögert. George, I'm just saying that the litigation is continuing since September. Maybe you can give us a little overview what happened in September in Washington, D.C. Er will uns vielleicht kurz erklären, was dort im September gelaufen ist. Okay. Klaus, would it be helpful if I gave some history on this litigation? Because I think that's important. If you could choose a short form, yes. Okay, all right, good. You know, the litigation began in 2001. So this has been going on for more than 20 years. And it went through several different phases. And including going to the United States Supreme Court in 2005. And the Supreme Court sent these cases back to the states. There were Hat several den Fall dozen zurückgesendet cases, an die Staaten, and they were consolidated in DC Superior Court in und 2010. Und 2010 haben sie wieder den höchsten Gerichtshof angerufen. Und seitdem geht das Verfahren, ist das Verfahren beim obersten Gerichtshof. Warum? Es ist so kompliziert, dass das Gericht gesagt hat, erstens, wir brauchen ein Hearing über die Evidenz. Wir müssen die Wissenschaftler hören, die Beweise sammeln, ob ein spezielles Mobilfunkgerät gefährlich ist. Und im zweiten Teil gab es individuelle Auswirkungen. Und was im September passiert ist, war Folgendes: die Fortsetzung der Beweissammlung, die bereits 2013 begonnen hat. Und die Industrie verfolgt folgende Strategie unter anderem. Sie wollen die Regeln ändern. Und was passiert hier ist, dass die Regeln geändert wurden, und zwar mehrmals während der Beweissammlung. Und
die Anhörung im letzten Monat hatte hervorragende Zeugen. Dr. Moskello, Dr. Kundi, Dr. Panagopoulos. The main witnesses, the most impressive witnesses have come from Europe. So thank you for that. Kam aus Europa, danke dafür. The process we're in now Und im Augenblick haben die Zeugen ausgesagt gegenüber dem Gericht. Und jetzt sind die Anwälte beider Seiten damit beschäftigt, dem Gericht schriftliche Statements vorzulegen, die die Argumente der beiden Seiten zusammenfassen. Und die sollen bis Mitte November dem Gericht vorgelegt werden. Und danach wird der Richter entscheiden, ob das Verfahren weitergeht. Und das ist die Zusammenfassung der letzten 20 Jahre des Verfahrens. Es gibt einen neuen Richter. Und dieser Richter, ist der kompetent genug? Lacht. Das ist eine schwierige Frage. Das ist der dritte Richter. Und das ist ein sehr komplizierter und komplexer Fall. Die Wissenschaftler sind daran beteiligt und die Experten der Verteidigung versuchen, Verwirrung zu stiften. Und ich war besorgt, dass der Richter es nicht verstehen würde. Und ich dachte, dass gegen Ende der Richter endlich die Komplexität des Falls verstand. Und während der Zusammenfassung der Argumente, was die Experten präsentiert haben, war absolut fantastisch. Und ich dachte, der Fall wäre zu Ende gebracht. Aber die Zusammenfassungen sollten veröffentlicht werden, denn die werden sehr wertvoll sein für Menschen in der ganzen Welt. Wir haben hier 2 der Experten in unserem Team für Atem 3. Billy ist leider krank, aber wir haben Max Moser. Das heißt, wir haben ein sehr starkes Team, basierend auf wissenschaftlicher Evidenz, und vielleicht können wir ihnen helfen. Ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt hier. Die einzige Evidenz, die bereits beim ersten Bericht verfügbar war, sind zulässig. Die neuen Erkenntnisse sind auch bereits zugelassen. Aber der Richter hat entschieden, keine weitere Evidenz durch Experten. Und ich weiß nicht, ob neue Evidenz, falls neue Evidenz zulässig ist, wäre das sehr hilfreich. Vielen Dank. Vielleicht wissen die Leute nicht, die ganze Welt, das geht die ganze Welt an. Ja, natürlich.
Denn die Industrie, die Telekom-Industrie arbeitet seit 1990 eng zusammen. Und als der Fall dann weiterging, kam auch die Handelsorganisation der Industrie dazu. Und die ganzen Gruppen, die hier bereits erwähnt wurden, ICNIRP und ISIS, sind daran auf der Gegenseite beteiligt. Und die behaupten alle, dass es sicher ist. Das heißt, es ist von weltweiter Bedeutung. Ja, genau. Der Fall ist von weltweiter Bedeutung. Denn zum ersten Mal wird die ganze Wissenschaft, die überhaupt zugelassen wird, in Bezug auf Auswirkungen auf menschliche Gesundheit überhaupt präsentiert. Und Dr. Muscal or Dr. Panagopoulos, their testimony was wonderful, and I hope that this will be made public soon. Und ich hoffe, dass die wunderbaren Beiträge bald veröffentlicht werden. Wie ist es denn bezüglich des Rollouts von 5G in den Vereinigten Staaten? 5G, wie Sie wissen, ist ein Überbegriff. Es geht um ein Betriebssystem, eine Software. Und der Teil von 5G der Sinn ist, dass man mehr Übertragungsbandbreite hat. Aber der drahtlose Teil, der Funkteil, das trifft nicht die Erwartungen, die die Industrie bereits angekündigt hat. Die Gründe sind bekannt. Die haben eine Auswirkung auf alles in der Umgebung. Aber die Industrie bewirbt immer noch 5G. Ich wäre sehr überrascht, wenn die Märkte. Es ist eine Situation, wo die Industrie eine Illusion schafft. Aber der drahtlose, der Funkteil ist ein Desaster. Können wir jetzt hier die Diskussion anfangen und dann über Ihr neues Projekt sprechen? Weil wir haben hier wichtige Informationen, die wir vielleicht besprechen sollten. Gibt es Fragen an George? Im Moment noch nicht. Doch, da hinten. At the back there. Nein, Okay. das Neues kommt. Ja? Wollten Sie eine Frage stellen? Yes, hello. I was just wondering how is the Ich habe mich development of gefragt, the 5G infrastructure? wie geht es mit der with the Entwicklung der smart cities and all the, 5G-Infrastruktur, die what is smarten going to Städte? be the reason to put die- in all the 5G in the US? Weil das ist ja der Grund, warum überall 5G eingerichtet wird. Die Infrastruktur
geht im Augenblick nicht weiter, denn die Gelder von der Regierung für die Leitungen und so weiter ist einfach nicht da. Das heißt, der Bau der Infrastruktur steht im Augenblick still und man weiß nicht, ob die Gelder, die dafür bereitgestellt wurden von Regierungsseite, ob die auch zur Verfügung stehen. Dumitru. Yeah. Hello, I am Dumitru Forne. I'm from the European. It's okay. Hello. I'm sorry, we have no sound. It's working. Hello, I am from Romania. Actually, I'm from European Economic and Social Committee. I'm working in Brussels, in Romania, and in Romania we started this und in Rumänien auction for 5G. Haben wir die Auktion für 5G gestartet. Und einer der Diskussionspunkte war die Interaktion zwischen die Störung mit Apache Hubschraubern, und die Armee hat eine Warnung herausgegeben, weil die Gefahr besteht, dass die neue Technologie die Hubschrauber stört. Was wissen Sie darüber? Wir hatten das gleiche Problem in den USA. Das Verkehrsministerium hat sich gemeldet und die haben sich mit den Fluglinien besprochen und die haben dieses Argument auch gehabt. Und das Verkehrsministerium ist natürlich viel mächtiger als das FECC-Komitee. Und was in den Vereinigten Staaten passiert ist, dass das Verkehrsministerium sieht diese Interferenzen. Und sie sagen, dass es noch untersucht werden muss, bevor das umfassend eingesetzt wird. Und das bedeutet, dass das 5G im Bereich größerer Flughäfen im Augenblick nicht eingesetzt wird. Und in den Vereinigten Staaten wird das jetzt auf Kabinettebene behandelt, denn das Verkehrsministerium hat andere Regeln, muss andere Regeln befolgen. Und was hier passiert, das Problem ist, dass die Vorträge, die gehalten wurden von den Firmen in Bezug auf die 5G, war sowieso falsch. Es waren falsche Informationen, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Und ohne dass man jetzt umfassende Informationen über die Risiken und Gefahren hat, kann es nicht weitergehen. Und in allen Ländern der Erde sieht man die gleiche Vorgehensweise, wo diese Informationen, die gegenteiligen Informationen, nicht vorgebracht werden.
Na, Sie haben gesagt, Sie arbeiten an einer Methode für Verbraucher, die auch verfügbar sein wird weltweit. Ja, ich kann dazu was sagen. Ich habe 1992 angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten. Und wir haben Evidenz genetischer Schäden. Und alle diese Dinge sind echt, aber wir sind nicht in der Lage gewesen, die Regierungsansicht zu ändern. Und wie Einstein und die a broader population, not only of regulators and government officials, but also the general public. Und Einstein sagte mal, das selbst zu tun und anderes zu erwarten, ist eine Definition von Wahnsinn. Sobald wir anfangen, über Gesundheit sprechen, dann wird sofort behauptet, oh, es gibt sowohl diese Meinung als auch jene Meinung. Das Google-Monster zum Beispiel. Man kann so lange googeln, bis man für jede Meinung etwas findet, was die bestätigt. Und wir haben versucht, Veränderungen herbeizuführen auf Grundlage der Gesundheitsauswirkungen. Aber das Problem ist, dass, was es jetzt zu einer persönlichen Sache macht, ist, dass jeder dieser Exposition ausgesetzt wird. Und wenn wir da von WLAN und Sendemasten sprechen, dann wird das für Leute persönlich. Und dann hat man einen breiteren Ansatz, weil das im Interesse der breiten Bevölkerung ist. Und die Industrie, they're very proud of them because we have 5G here and 5G there and 4G here. So they're actual maps, geographic maps that show the coverage. Da gibt es Landkarten, die die Abdeckung zeigen. Und wenn man das misst und die Emissionen mit der Exposition vergleichen, dann haben wir gesehen, dass wenn wir den Leuten, den Ärzten, den Fachleuten diese Landkarten zeigen, dann wird das plötzlich persönlich. Und diese Information ist öffentlich verfügbar. Die Regierung unterstützt das in den USA. Und jetzt wird es persönlich. Jetzt betrifft es die Menschen persönlich. Genauso wie Landkarten andere Informationen zeigen können. Und diese Expositionslandkarten machen das Ganze persönlich. Jetzt verstehen die Leute, um was es geht. Und einer der Dinge, die wir gerade überlegen, ist, wir werden Landkarten für die USA rausgeben und diese verfügbar machen. Und ich glaube, es wäre sehr gut, wenn man das weltweit tun könnte. Denn wir müssen dazu kommen, dass wir mehr Leute
daran beteiligen und Unterstützung finden. Und das ist das Gleiche in Europa. We've learned that in the US, there are very specific exposure standards for antennas in infrastructure in areas where there are people. Und wo sich Menschen aufhalten, gibt es bestimmte Standards für Exposition. Und diese Standards erfordern, dass die Gefahren beurteilt werden. Und es ist so ähnlich wie die Gefahren durch Strahlung. Und der Grund ist, das wird nicht durchgesetzt. Wir müssen die Erfordernisse für Schilder, die aufgestellt werden müssen, mit Gefahrenhinweisen, die müssen wir umsetzen. Und die Industrie plant das zu tun. Das heißt, für neue Lizenzen ist es erforderlich, dass die Beschilderung da ist. Und das ist eine andere Vorgehensweise, die wir untersuchen sollten. Wir lernen, dass Exposition hat Auswirkungen auf die Gesundheit, und diese Tatsache muss der Bevölkerung mitgeteilt werden, um sie zu sensibilisieren. Und wir können das tun. Das wäre ideal, wenn man das zusammen mit den Experten tun könnte. Es gibt keinen Ton. Gibt es noch Fragen? Are there any questions from the audience? There's two more questions, George, if you allow. Okay, no problem. Noch zwei Fragen. You said, Sie haben gesagt, the 5G is actually 5G stopped in USA because of wurde gestoppt in den USA aus technischen Gründen. What are these technical reasons? Was sind diese technischen Gründe? What are they? Okay. Das Hauptproblem sind die Interferenzen mit anderen Signalen in der Umgebung und Schwebstoffe in der Luft, Feuchtigkeit, und weil diese Wellen polarisiert sind. Es gibt polarisierte Partikel in der Umgebungsluft, und was dann passiert ist, dass die Signale nicht von einem Punkt zum anderen gehen, ohne abgelenkt zu werden. Das andere ist, wenn man nicht gewinnen kann, ändert man einfach die Regeln. Und wir haben und SAR ist nicht mehr in den Richtlinien für 5G enthalten. Stattdessen wird etwas anderes verwendet, die Strahlungsdichte. Der Grund ist,
dass sie dann die Stärke erhöhen müssen. Und das überschreitet dann den SAR. Das heißt, die haben einfach die Regeln geändert und sie versuchen jetzt durch eine Verstärkung der Leistung dieses Problem zu lösen. From which height of exposure do you call an area hazardous? You know, what is the limit where when you say this is a hazardous area? Eingestuft? You know what I mean? Yes, I do. Would it be possible to share my screen? Kann ich hier meinen Bildschirm teilen? On the Zoom? Kann er seinen Bildschirm teilen? We will make that possible. One moment. Okay. Yeah? Einen Moment. It's okay. We may. Okay. But can you see this? Können Sie das sehen? Could we zoom in? Is it visible? Yeah. Yes. Okay. So, to the question, these are the categories for specific Das sind die signage in the United States as of Kategorien der verschiedenen Beschilderungen in den USA. This information, by the way, came from Und the National Spectrum diese Management Association. Information stammt von einer Handelsorganisation und die beraten die FCC. Wahrscheinlich haben Sie noch nie davon gehört. Und das sind Leute aus der Industrie, gute Leute. Und wir sehen hier, dass die unterste Kategorie, Kategorie 1, für die allgemeine Bevölkerung und niemand weiß, es ist eine der Sachen, die nicht definiert sind. Die allgemeine Bevölkerung, was immer das auch ist, dann das ist die Beschilderung. Die nächste Kategorie hat zu tun mit der Exposition am Arbeitsplatz. Und wenn das Limit überschritten wird, dann muss man vorsichtig sein. Und wenn das noch 10-mal höher ist, dann müssen da Warnschilder aufgestellt werden. Und dann haben wir hier die Vorschriften auf Bundesebene in den Vereinigten Staaten. Und hier sind die Definitionen der einzelnen Kategorien 1 bis 4. Das heißt, überall, wo ein Sendeturm steht, muss eine Beschilderung vorhanden sein. Und diese Beschilderung wird dann überall sein. Zweitens, müssen wir den Raum definieren für die Exposition. Und wenn wir die Landkarten definieren, dann können wir zeigen, dass das falsch ist. In den letzten 25 Jahren haben wir uns auf Leute wie Sie verlassen.
Wenn man nicht gewinnen kann, muss man die Regeln ändern. Also lassen Sie uns die Regeln ändern. Und in Kategorie 3 handelt es sich um Gefahren, die identifiziert werden können. Und der wichtige Aspekt hier ist, dass diese Dinge nicht richtig definiert sind. Also lassen Sie uns da hingehen und diese Kategorien definieren. Okay, George. Thank you so much. Vielen Dank, George. Ich hoffe, Sie können Ihre Aufgabe weiterführen und auch zu Ende bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Im zweiten Teil sehen wir jetzt einen Film. Thank you.